Als wenn ein Bekloppter in so einem Dorf nicht reicht. Jetzt ist hier einer hergezogen, der hat sich ein U-Boot selber gebaut und den gehen wir heute einfach mal besuchen. Jochen, wir starten gleich richtig rein. Wie kommt man auf die verrückte Idee, sich ein U-Boot zu bauen? Ganz einfach. Ich war in Hildesheim auf einer Künstlerparty und die Jungs haben ein U-Boot gebaut, was hundertprozentig nie tauchen konnte oder wäre immer getaucht. Und da habe ich dann mal gesagt, da baue ich auch ein U-Boot. Also habe ich mir einen Heizöltank in Oldenburg besorgt, habe den auseinandergeschnitten, den Heizöltank, und dann angefangen, mal ein U-Boot zu bauen. So, und das U-Boot ist ja auch mal richtig getaucht. Ich habe dazu die Videoaufnahmen und das ist die zweite brennende Frage. Wenn man in so einem U-Boot taucht, das ist ja wie so ein schwimmender Sarg. Ist dir da nicht der Arsch auf Grundeis gegangen? Nee, aus dem Grunde nicht. Ich gehe nicht gerne ins Wasser und der Therapeut hat gesagt, ich kann das überwinden, wenn ich denn abtauche. Also dementsprechend habe ich mir doch das U-Boot gebaut. Aber wir wollen das Ganze ja so ein bisschen chronologisch halten. Also stell dich bitte erst mal vor, Jochen. Eben. Ich heiße Jochen Piezonka, bin Kfz-Mechanikermeister und technisch begabt schon seit meiner Kindheit und schweiße gern, baue gerne Sachen, die nicht normal sind. Das ist so meine Lebensaufgabe. Das hängt mit Fahrzeugen zusammen auch. Teilweise meine Fahrzeuge sehen nicht so aus wie andere, weil ich habe ein Motorrad, das 25 Jahre gedauert hat, ist handgefertigt zum Beispiel, solche Sachen. So, und die Krönung war dann irgendwann dieses wunderschöne U-Boot. Und ich habe irgendwann gehört, dass 1, 2, 3 Dörfer weiter jemand wohnt, der sich mal ein U-Boot gebaut hat. Und dann bist du irgendwann hierher gezogen. Und wir haben uns dann über einen Kollegen, sag ich mal, kennengelernt. Ne? Und Ja. also ist wirklich der Hammer. Das U-Boot steht auch nicht irgendwo versteckt. Das heißt, wir sind hier mitten an der Straße. Und das U-Boot steht hier, kann man anhalten, kann man sich ruhig mal angucken. Ist schöner Zeitungsartikel drauf, genau. Das, was ich hier immer wieder mit einblende, das sind alte Originalaufnahmen von 1995. Das U-Boot ist also über 30 Jahre alt und damals ist Jochen mit diesem U-Boot tatsächlich getaucht. Das ist der 3. Anlauf gewesen. Da hat es dann wirklich alles technisch gut funktioniert. Er ist in diesem Baggerteich getaucht. Er sagt selber, der Baggerteich ist 14, 15 Meter tief. Ich kenne den, bin da auch schon mal schwimmen gewesen. Also das ist wirklich tief. Da waren mehrere hundert Schaulustige, haben zugeguckt. Er hat sich hier reinfahren lassen. Man sieht, da ist auch noch ein junger Kerl und ist dann da wirklich getaucht. Die Aufnahmen blende ich hier immer mit rein. Jetzt erklärt uns Jochen aber erstmal, wie er das gebaut hat und verschiedene technische Details. So, aber ich würde sagen, du zeigst uns mal dein Meisterwerk und erklärst uns mal, woraus das U-Boot ist und die einzelnen Funktionen. Also das U-Boot ist entstanden aus einem alten Heizöltank. Es gab früher Heizöltanks, die in den Kellern drin waren. Und das habe ich eingekürzt, damit das U-Boot ganz einfach nicht so viel Gewicht braucht, also das Volumen zu verändern. Dann sind hier außen diese Tanks dran. Diese Tanks können von innen drin durch Hähne, hier gibt es einen Einlass, bewässert werden, dass das U-Boot absinken kann. Also man kann es hinten absinken lassen und vorne absinken lassen, dass es dann auch gerade ist. Das heißt, wenn ich hier vorne befülle, dann geht er mit der Nase mit der runter? Schnauze nach unten. Jawohl. Und wenn er hinten befülle, dann geht das gesamte U-Boot runter. Diese Blattfedern sind nur Gewichte da dran, weil das Ding, ich hatte ja nicht so viel Ahnung von Booten, das Ding wollte nicht tauchen und daraufhin, weil es einfach zu leicht war und der Auftrieb da war. Also habe ich die mal Blattfedern und Gewichte von den Landwirten zusammengesammelt. 3 Versuche hatte ich gebraucht, ehe es wirklich abtauchte. Das heißt, das wir da im Videoaufnahmen sehen, das ist dann der 3. Versuch. Ja, wo es das dann war der geklappt 3. hat. Die ganzen Freunde haben noch Bleigewichte mitgebracht in Taschen, damit das auch funktioniert. Aber es hat nachher gepasst. Also es wiegt 1,4 Tonnen, damit es runtergeht. Ich habe es wiegen lassen. Das U-Boot hat Räder. Wir wollten diese Aktion eigentlich starten im Maschsee und das auf Rampen runterlassen. Wer den Maschsee nicht kennt, das ist ein ganz großer See in Hannover. Ja? Genau, aber der war so veralkt, der Innenstadtsee, dass wir das in der Kieskuhle gemacht haben und das mit dem Kran in die Kieskuhle gelassen haben. Dieses U-Boot besteht auch nur aus sehr dünnem Blech. Deshalb kann man keine richtige Tiefe erreichen damit. Dann wird es zusammengedrückt. Also habe ich oben noch einen Schwimmer. Das ist der Notnagel. Wenn der Schwimmer ist dann an der Seeoberfläche zu sehen und ich bin dann im Kreis gefahren durch diesen See. Es ist sehr anstrengend, gegen dieses Wasser anzutreten von innen drinne. Man hat kaum Platz. Ich hatte kein Sauerstoffgerät, nichts dabei.
Und hatte noch eine Atemmaske auf. Aus dem Grunde, dieses blaue Rohr, was sich dort oben befindet, dadurch habe ich Luft angesaugt. Und die verbrauchte Luft habe ich in den Innenraum, das ist ein Doppelrohr, geblasen, damit es wieder oben rauskommt. Du sagst anstrengend, weil das Ganze wird hier hinten mit betrieben und das ist ganz einfach. Innen drin ist wie gesagt, eine Lenksäule von einem Ford und von einer Nassreinigungsmaschine, die Umlenkung als Pedaltrieb dort. Das heißt, du hast das mit Pedalen selber angetrieben und dann kommt das Ganze hier, das hat eine gewisse Übersetzung oder wie, dass du hier richtig PS drauf kriegst? Nö, die Geschwindigkeit. Das reicht dann. Das hat eine Übersetzung durch diese Nassreinigungsmaschine, das Getriebe, was ich da eingebaut habe. Hier hinten ist das Ruder. Das kann man von innen auch betätigen, ganz einfach über einen Bowdenzug. Weil in den Videoaufnahmen sieht das so aus, als wenn du schon auf dem Boden wärst, aber du bist da nicht auf dem Boden. Nein, der Kiesteich ist 14 Meter tief. 14 Meter, Wahnsinn. Ja. Und wenn ich da auf dem Boden wäre, wäre ich heute nicht mehr da. Wärst du heute nicht mehr da, okay. Aber kannst dich so richtig sehen, okay. Ja. Und hier ist die Augenschraube, an der habt ihr das tatsächlich da reingelassen. Genau, ja. Okay, ja. Und dabei wäre beide der LKW noch umgefallen, weil da standen noch Freunde oben drauf als Ballast, weil er anfing zu kippen, weil wir hatten nicht gewusst, wie schwer das Ding ist. So, das U-Boot war auch schon lange nicht mehr offen, sagst du, aber du hast es exklusiv für mich, für uns hier heute aufgemacht. Wir können also auch mal reingucken. Genau, das war bestimmt 15 Jahre nicht mehr offen und es stinkt etwas. Ja, okay, das kann als Zuschauer keiner sehen. Das hier die Klappe, konntest du von innen, von außen öffnen. Ja. Aber innen, wenn du im Teich drin bist, untergetaucht bist, dann hast du ja sowieso den Druck, dann hast du sowieso keine Ja, dann hätten hättest du noch schlechte Karten gehabt, würde ich mal sagen. Ja, alles gut. Ja, also gehen wir mal reingucken. Ja. So, das heißt, hier oben ist dann, da unten ist ein schöner Sitz drin. Genau. Diese mit den blauen Pumpen, die hier sind, kannst du Druck wieder auf die Behälter draußen pumpen, sodass das Wasser rausgeht und das U-Boot nach oben steigt. Die Luft würde er dann hier rausnehmen? Ja, die Luft würde er hier rausnehmen. Okay. Über das Doppelrohr wieder. Das heißt im Prinzip, die 3 kleinen Behälter entscheiden, ob er taucht oder ob er wieder steigt. Ja. Oh, der wackelt, ne? Oh. Ja, ein bisschen. Ich habe nicht genug Schellen oben gemacht. Alles gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich stehe ja nur hier oben, ne? Ja. Alles gut, ja. Nein. Und da ist dieser Schlauch, der hier rauskommt, das ist eine Pumpe, falls da Wasser eindringt, dass ich eine Lenzpumpe, Handlenzpumpe, um das wieder rauszuholen. Ah, okay, dann kannst du das im Notfall... Und normalerweise geht der Schlauch dann oben hoch an den Schwimmer, dass es rausbläst. Ja, okay. Gut. So, Jochen holt gerade eine Lampe. Schweißnähte sind hier vom Allerfeinsten. Das hat er wirklich toll gemacht, ne? Jochen ist zur Krönung natürlich auch noch mal in sein U-Boot reingekrabbelt, wie in alten Zeiten. Wie eine junge Elfe ist er da reingekommen. Ich wäre sicherlich reingekommen, aber wäre wahrscheinlich nie wieder rausgekommen. Darum habe ich das lieber sein lassen. Auf jeden Fall ein extrem schönes Projekt. Und dann wird der Deckel wieder drauf gemacht und das U-Boot ist für die nächsten Jahre wieder verschlossen. Hat 3 Klemmen ja. Und damit setzt er sich fest. Ja. Sollte sich festsetzen. Alles gut. Vor dem nächsten Tauchgang machst du das nochmal ordentlich. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Projekt. Wie lange hast du im Endeffekt an diesem U-Boot gebaut? Das kann ich nicht sagen, immer mal so zwischendurch. Das ist natürlich schade, da hätte man natürlich gerne mal zugeguckt oder so. Die ein oder andere Schweißnaht, die ist noch ausbaufähig, aber ansonsten sieht das echt cool aus. Aber es ist dicht abgeschäumt. Ich fahre hier auch jeden Tag zu meiner Werkstatt immer lang, jeden Nachmittag und dann gucke ich immer auf das U-Boot, freue ich mich immer. Ne? Also auf jeden Fall sehr schön. So, hier gibt es noch viele andere sehr, sehr interessante Sachen zu sehen. Zum Beispiel dieses schöne Motorrad. Hier vorne sind lauter Löffel und hinten ist so ein, wie heißt der Reifen? Spikes-Reifen. Spikes-Reifen, ja. Okay. Auch sehr interessant, ja. Sieht cool aus. Damit fährst du auch richtig? Ja, ja, das gelegentlich funktioniert mal, ja? richtig, ja. Alles gut. Alles selber gebaut? Alles selbst aus Einzelteilen. Ja. Haus ist hier aktuell noch im Umbau, ne? Und danach stehen wieder neue Projekte an. Wahrscheinlich, wenn ich mal Zeit habe. Navi mit einer neuen Software drauf, ja, ist auch dabei. So Jochen, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, das ist auf jeden gerne. Fall sehr interessant und wie gesagt, ne,
Es wird sich ja auch noch ein bisschen wieder was tun, wenn ich weiterkomme. Wir sind ja gerade im Moment tierisch am Sanieren noch immer. Und wenn man das U-Boot mal sehen will, dann kann man hier langfahren, ganz normal. Ist Straße von Burgdorf Richtung Weferlingsen. Oder ansonsten habt ihr auch geplant, eventuell zum Macher-Festival von den Real Life Guys zu fahren und das U-Boot mal mitzunehmen. Ja, auf meinen Anhänger mitzunehmen. Ja, sehr schön. Das ist als Option. Ja, vielen Dank. Gut, alles klar. Gut, ja. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.